dass wir, auch unsere Nachrichtendienste und wir insgesamt, besser in der Lage sein müssen, festzustellen, wie Leute sich über Messenger-Dienste, über Social Media vernetzen, wie wir deren Daten sichern können. Und deshalb muss auf jeden Fall über Vorratsdatenspeicherung und auch Ertüchtigung, Ermächtigung der Nachrichtendienste gesprochen werden. Das ist nicht das einzige Mittel, aber wir haben eine Asymmetrie und Sicherheitsbehörden sind in Deutschland teilweise nicht in der Lage, ihre Möglichkeiten auszunutzen aufgrund der rechtlichen Vorgaben. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt kommen wieder die Grazien wie Helge Lind von der SPD aus ihren Löchern gekrochen. Ein Politiker, der gefühlt einmal im Jahr versucht, sich ins Rampenlicht zu drängen. Und was bringt er mit? Heiße Luft und leere Phrasen. Warum sein Gerede von digitaler Überwachung nichts anderes ist als Blödsinn, schauen wir uns heute an. Bleibt dran, das wird richtig spannend. Liken, abonnieren und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Auf geht's! Ja, und über die Folgen des Anschlags müssen wir diskutieren und auch sprechen. Dazu zugeschaltet ist uns nun der SPD-Politiker Helge Lind, Ausschuss Inneres und Heimat. Hallo, Herr Lind. Guten Tag. Herr Lind, was geht Ihnen dabei durch den Kopf, wenn Sie das hören, die Augenzeugenberichte hören? Was fordern Sie da mit Blick auf die Sicherheitskonzepte? Ich finde es erstmal nicht angemessen, wenn man direkt Forderungen hat. Also wir müssten dringend aufpassen, angesichts dieser verschiedenen Terroranschläge, die wir hatten, jetzt der jüngste, ja nochmal andere Umstände, so wie es scheint, als in Solingen, dass wir jetzt nicht so schnell Forderungen bringen und daraus politisch Profit schlagen wollen. Das wäre mir ganz wichtig. Also was wir keinesfalls machen sollten, ist die Instrumentalisierungsmaschine anwerfen und je nachdem, wie die Konstellation war, das für politische Zwecke nutzen. Das wäre mir ganz wichtig. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wir damit umgehen. Also wie können wir überhaupt solche Radikalisierungsprozesse, solche Entwicklungen, wo sich in dem Fall ja offensichtlich eine zunehmend extremistische politische Haltung, in dem Fall ein Hass auf Islam bei jemandem, der aus einem islamischen Land gekommen ist, ursprünglich verbunden hat mit psychischen Erkrankungen, stark getrieben durch Social Media. Wie können wir das detektieren? Was für Maßnahmen möglich? Wie gehen wir mit öffentlichen Festen um? Denn nicht mehr öffentlich zu feiern oder quasi Weihnachtsmärkte oder andere zu komplett abgesicherten Veranstaltungen zu machen, bedeutet ja auch das Ende freien demokratischen Lebens in unserem Land. Gleichzeitig können wir Menschen nicht zumuten, in so einer Situation zu leben. Also das sind nicht schnell zu beantwortende schreckliche Herausforderungen. Aber Herr Lind, wieder kam der Hinweis von einem Geheimdienst, der nicht in Deutschland ist, und zwar diesmal aus Saudi-Arabien. Der Täter hat online gepostet, teilweise Posts, die sich lesen wie eine Ankündigung, dass es einen Terroranschlag geben wird. Stichwort Vorratsdatenspeicherung, wäre es nicht langsam Zeit? Ich war immer dem gegenüber positiv aufgeschlossen, auch aus eigener Erfahrung mit Bedrohung, Beschimpfung, weil ich meine, dass wir tatsächlich im digitalen Raum oft nicht ein wehrhafter Staat sind und zu wehrlos. Daher ist das meine persönliche Meinung, aber es reicht ja nicht, dass wir selbst jetzt persönliche Bekundungen abgeben, sondern wir brauchen da entsprechend Mehrheiten. Aber sicher ist eine der Schlussfolgerungen überhaupt aus den Anschlägen und diesen Entwicklungen über viele Jahre, dass wir, auch unsere Nachrichtendienste und wir insgesamt, besser in der Lage sein müssen, festzustellen, wie Leute sich über Messenger-Dienste, über Social Media vernetzen, wie wir deren Daten sichern können. Und deshalb muss auf jeden Fall über Vorratsdatenspeicherung und auch Ertüchtigung, Ermächtigung der Nachrichtendienste gesprochen werden. Das ist nicht das einzige Mittel, aber wir haben eine Asymmetrie und Sicherheitsbehörden sind in Deutschland teilweise nicht in der Lage, ihre Möglichkeiten auszunutzen aufgrund der rechtlichen Vorgaben. Und da fehlt ja auch oft das Personal, um das ausnutzen zu können. Herr Lind, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, fährt heute nach Magdeburg gemeinsam mit Innenministerin Nancy Faeser. Was erwarten Sie denn von dem Auftritt heute? Ich habe nicht das Recht, da Erwartungen zu stellen. Ich gehe davon aus, dass es angemessen sein wird, dass den Opfern, also Menschen waren auf dem Weihnachtsmarkt. Die Frau hat es ja gerade ausgedrückt. Viele, die auch nicht viel Geld haben,
nutzen das als eine Möglichkeit, wenn sie schon nicht über Weihnachten verreisen zu können, ihrer Familie angenehme Momente zu schenken. Sie gehen von nichts Gefährlichem aus. Wir wollen friedlich zusammen sein. In meiner Stadt, hier gestern Abend, wurden Weihnachtslieder auf dem Weihnachtsmarkt gesungen, in einer sehr feierlichen, ja, beruhigenden, angenehmen Stimmung. Und dann passiert sowas. Also das auszudrücken, also erstmal tiefe Trauer deutlich zu machen, ist, denke ich, die allererste Aufgabe. Und später sind natürlich politische Folgerungen zu ziehen, aber jetzt nicht Schnellschüsse, nicht einfach den Moment nutzen, sondern insbesondere aus Respekt vor den Opfern, diese in den Mittelpunkt zu stellen. Opferschutz, Wehrhaftigkeit des Staates, Mitgefühl, das ist das Gebot der Stunde. Also ein Appell ans Mitgefühl von Helge Lind. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Am Ende bleibt von Helge Linds Aussagen nur eins übrig. Der Staat will mehr Überwachung, Vorratsdatenspeicherung, stärkere Befugnisse für Nachrichtendienste. Alles wird als Lösung verkauft, obwohl es keine Garantie gibt, dass solche Maßnahmen Anschläge verhindern. Statt echte Probleme anzugehen, wie offene Grenzen, ein überfordertes Asylsystem oder die Versäumnisse bei der Strafverfolgung, soll die Freiheit der Bürger weiter eingeschränkt werden. Es ist der typische SPD-Reflex. Lieber Kontrolle ausweiten, als Verantwortung zu übernehmen. Wir sollten uns fragen, ob wir wirklich in so einem Staat leben wollen. Bis zum nächsten Mal und bleibt wachsam. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schätzen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell, das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für